Das war schon wieder so dumm einfach nur, ne? So unüberlegt. Das kann einfach nur... Wir sind Rob und Cleo, 2 Tätowierer aus Köln. Und zusammen mit unseren Katzen gehen wir auf die größte Reise unseres Lebens. Komm mit! Ein neuer Tag bricht an. Heute werden wir das Schiff lackieren. Aber zuerst putzen wir mal die Zähne. Was? Heute müssen wir das komplette Schiff ausmessen. Aber zuerst putzen wir mal die Zähne. Und ich gucke mir jetzt erstmal an, was wir da gestern verbastelt haben. Wir wollten nämlich die Schranktüren mal lackieren. Oder fertig lackieren. Wir haben ja diesen dunkleren Lack gekauft. Der war ja uns zu bläulich. Ich habe die gestern Abend nochmal... Oh, die sehen aber gut aus. Das ist die eine Nase, die dem Mario da passiert ist. Aber ist jetzt auch scheißegal. Die bleibt jetzt da. Ich mache jetzt noch eine Schicht drauf. Ich glaube, die Mücken sind noch nicht am Start. Und dann können wir die ja morgen theoretisch schon einbauen. Dann ist die Küche fertig. Und die Mücken sind doch am Start. Sobald man das Schiff verlässt, wird man hier eiskalt zerstochen. Wir wohnen ja alle gemeinsam in dem Busch. So, jetzt versuche ich mal die Kleberreste zu entfernen. Rauf, runter, ne, ehrlich. Aber mit dem Schwämmchen geht das echt gut weg. Ich habe ja die Befürchtung, wenn wir das einfach polieren, ohne das wegzumachen, dass das mit der Poliermaschine dann sich zermatscht und mit hier reinfrisst. Das ist jetzt übrigens auch ein fantastischer Moment, um zu sehen, wo unser Schiff Beschädigungen hat. Oder zumindest das Gelcoat. Das sieht man hier ganz gut. Wir bestellen auf jeden Fall jetzt ein Reparaturkit. Und dann machen wir das nächste Mal. So, die Spuren sind ab soweit. Jetzt müssen wir es nur noch reinigen, flicken und polieren. Weiter geht's. Die Decken befestigen, das mache ich jetzt. Und zwar fehlen hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, da fehlen Schräubchen. Und ich habe welche gekauft im deutschen Baumarkt. Und das will ich alle austauschen. Let's go. Nee. Das war's, ich kann die nicht mehr schrauben. Das war eine Kreuz. Oh, krass. Ey. Die sind komplett durch, die Schrauben. Die, ne, ich hab's ins Auge gekriegt. Bah. Gar keine. Weil ich ja schon gelöst habe. Ja, sie ist rausgebröselt. Es gibt keine Schraube mehr. Nichts mehr vorhanden. Aber das hier seit 100 Jahren. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt noch einen Stiel von dem Scheiß drin habe. Wahrscheinlich. Also, war auch der beste Ort zum Arbeiten hier. Ach doch, das zieht an. Was für einen Tipp willst du mir denn geben? Ich glaube, für eine Kreuz reicht ein Kreuz. Verschiedene Kreuzschraubenziehergrößen. Steckst die Schraube auf den Schraubendreher. Jeden Tag. Alles kann, Mario. Hier gibt es auch nichts mehr zu schrauben. Das ist nicht mehr möglich, weil die kaputt gerostet sind. Das will ich dir die ganze Zeit erklären. Das ist nur noch eine schwarze Fläche. Es gibt nichts mehr zu schrauben. Es gibt hier keine Größe mehr. Es ist ein schwarzer Fleck. Es ist komplett eins geworden. Eine Masse mit diesem Scheiß. Oh, ich hab's schon wieder ins Auge bekommen. Ich mach das schon. Keine Sorge. Aggressiv. Ah, die richtige Größe.
Küchenteile sind eingebaut, jetzt fehlt da unten der muss noch trocknen. Ich glaube, das wird richtig schön am Ende. So, die Luke haben wir jetzt auch angemalt. Sieht doch schön aus. Ja, doch, das kann man so lassen, oder? Was sagst du? Das sieht besser aus als vorher. Oh, definitiv. Jetzt die Innenansicht. Wir haben wirklich unser Möglichstes getan, das Holz irgendwie zu rekonstruieren, aber ich finde, das hat was. Keine Ahnung. Ich finde, das hat tatsächlich was. So, jetzt geht's ans Ausmessen. Wir müssen noch alle möglichen unterm Bett und so gucken, wie breit das ist, weil der Watermaker da rein soll. Beziehungsweise irgendwas anderes noch. Elektrik und sowas. Das wollen wir mit nach Hause bringen, die Daten. Deswegen gucken wir jetzt in alle geheimen Fächer rein. Das ist jetzt auch, ich habe gerade mit Mario geredet, wir haben gerade über die Arter gesprochen und da ist ja richtig Platz in der Bilge gewesen. Da konntest du ja richtig drin hocken und hier hast du halt, das ist ja keine Bilge, das ist ja... Das ist ja, Moment. Ich zeige euch mal den tiefsten Punkt. Schwindelerregend tief. Ja. Deswegen, wir haben gerade darüber gesprochen, wo man gewisse Dinge verstauen könnte. Und das ist definitiv nicht der richtige Ort dafür. Außer eine Packung Tic-Tac oder so. Oh, wir fangen jetzt in der Heckkabine an und machen das erste Türchen auf. Ja. Wenn wir 24 auf. Okay. Na gut, das wird schwieriger. Das zweite Türchen. Ja. Oh, da. Du Scheiße. Da ist schon was drin. Wahnsinn. Du sagst jetzt tiefer, nee, der wird schräger. Nee, da ist sogar noch weniger Ist das Platz. vorne? Iu. Ja, same. Ja, ich weiß nicht. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also hier können wir, warte mal, ich habe das Handy in der Hand und das. Hier können wir natürlich auch nichts reinmachen, hier ist der Motor drin. Ja, So. genau. So, im Salon angekommen. Da haben wir noch Platz. Sieht ja gut aus. So, Hand drauf. Oh, da ist auch Platz. So, Next. Trommelwirbel? Nein? Ja. Ja. Oh, Was ist das? nee, da Oh, da ist Wasser ist drin. auch nicht so ein guter Kandidat. Das wird wahrscheinlich. Ja, es ist wahrscheinlich ein. Achso, das ist der Wassertank. Mhm. Kann man einen Keller dran bauen Ja, als Boot. ja. Das wäre doch, da hätte man Platz. Keller. dann Und in den da Bug. reicht das von. passieren. Ja. Oh, das ist gut. Ja, das dachte ich. Das ist gut. Wow, Jo. das ist gut. Also ich glaube, das mittlere Fach gerade wird der Sieger. Wir haben gerade noch ein ganz anderes Problem gehabt. Und zwar haben wir hier Folgendes. Dieses. Und das ist sehr dünn. Und wir haben keine vernünftigen Schrauben, die nicht unbedingt durch die andere Seite rauskommen, wie es vorher war, und einem die Hand abhacken, wenn man da irgendein Putzmittel rausnehmen will. Und jetzt haben wir uns überlegt, Wir könnten ja die Schrauben vielleicht ein bisschen kürzen, abknipsen. exakt, Und dann hat die Cleo gefragt. haben wir denn was zum Abknipsen dieser Schrauben? Und dann hat der Mario überlegt, haben wir eine Knipex dabei? Und dann fiel dem Mario ein, da war noch was. Ich weiß nicht, was es ist, aber okay, let's go. Wenn wir damit nicht eine Schraube abknipsen können. Das hast du dann weiß ich- gesehen auf einen Blick. Ja, an einem dieser Henkel. Upsi. So, es ist Zeit. Wir gehen jetzt auf die Suche nach der Bilgenpumpe. Warum flackert das Licht schon wieder so? Aber wir suchen jetzt die Bilgenpumpe, weil wir gerne die Bilge pumpen möchten. Was? Also die manuelle Bilgenpumpe funktioniert schon mal nicht. Ja, wir gucken jetzt mal hier drunter. Ja. Welchen Ja gut, ist jetzt nicht so hoch, ne? Aber Ach, der grüne, das wird der Schlauch Ja. sein. ich glaube trotzdem, dass es der hier ist. Weil die sitzen ja tief, damit die das tiefste, ne? Tiefsten Punkt. Also da passiert gar nichts, aber die Bilgenpumpe, die muss halt funktionieren, die manuelle. Das ist super wichtig einfach noch. Die elektrische, die geht wohl, aber ich möchte, dass die manuelle Nein, die funktioniert. muss die mal. Ja, wenn uns einer einen heißen Tipp geben kann, bin ich wie immer dankbar dafür. Ne? Setz ich wieder dann. So, wir haben jetzt ein Problem. Ist wieder typisch. Dieser Firnis, der muss viel, viel länger durchtrocknen. Und ich habe gedacht, ach, das geht ja schnell draußen auf dem Holz, ist ja trocken. Und ich habe den Boden gemacht und alle Oberflächen. Und jetzt stellen wir einfach fest, dass es eben nicht trocken ist.
Also es sind verschiedene Stellen jetzt stumpf. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Kurz bevor wir gehen, einen Tag davor, muss ich mich quasi von da hier durchs Schiff arbeiten und dann durch die Luke raus. Irgendwie werde ich noch eine Schicht von Flames auf dem Boden machen zumindest. Dass das in der Zeit, wo wir nicht hier sind, die 1,5 Wochen, dass das irgendwie trocknen kann. Unsere heutige Aufgabe ist, alle Fenster ausmessen und die Badeplattform. Und abmalen auf dieser Folie. So, und da der Rob in irgendeinem Video gesagt hat, ich weiß nicht in welchem, dass er die Toilette rausschmeißen will, tun wir das jetzt. Ja, gut. Das riecht. Oh, was passiert? Warte, gib das. Warte, Stopp. Oh Gott. Jetzt gib mir mal. Oh. So, wo tue ich das hin? Warte mal. Es ist einfach ein Déjà-vu gerade, ne? Schon. Das sind das Rohr. Schwer? Jo, war ich wieder was dran. 1, 2. Aha. Da war noch was drin. Das Babyproblem auf jeden Fall noch immer nicht gelöst. So. Was müsste das? Was? Ja. Was denn? Ja, aber rate mal. Also, komm mal hier mit Licht und so. Ja, komm mal gucken. Das ist der Ansaugschlauch, der da liegt. Der endet da. Und der hört da auf. Ja, durch das Loch hier. Sag ich doch. Ja, deswegen kann er auch kein Wasser ziehen. Weil da ist gar nicht genug Wasser, steht nicht genug Wasser in der Bilge. Ja, doch, genug Wasser steht hier drin. Es steht ja bis zum Loch, bis zum Rand. Guck mal. Ja, bis zum Rand, der muss aber vollständig im Nee, muss es Wasser nicht sein. Weil sonst kannst du es nicht anziehen, sonst kriegst du keinen Unterdruck. Der müsste ja auch am tiefsten Punkt sein. Der ist es aber nicht. Aber selbst wenn, das ist doch unter Wasser. Also kann er auch ziehen. Wenn das auf dem Trockenen wäre, würde ich das verstehen. Aber das Loch ist komplett am Boden unter Wasser. Das meine ich. Wasser Er kann zieht das, nicht guck mal, beziehen. pump mal kurz. Das wird hier überhaupt nicht bewegt. Wetten? Doch, Nö, da. Nee, nö, hier nicht. Guck doch mal auf der anderen Seite. So. Was wird ja nicht? Ja, da, aber hier drüben nicht. Vielleicht ist es verstopft. Haben wir darüber nachgedacht? Ja, das macht doch gar keinen Sinn, dass der Schlauch nur bis dahin geht. Nee, macht's auch nicht. Ja, da hat ja auch niemand gesagt. Ja? Wir müssen auf jeden Fall verlängern, da den Schlauch und den an den tiefsten Punkt legen. Versuchen wir es so. So ist das hier. Regenpumpe, genau. Gedrückt. Ja. Es geht. Läuft. Jawohl, wenigstens die funktioniert. Sehr gut. Oh, Mann, ey. Immerhin, aber wir müssen trotzdem das Manuelle beheben, weil das ist nämlich wichtig. Das sieht doch schon mal gut aus. Also alles Wasser kriegen wir jetzt nicht raus, weil das Boot halt schräg steht, aber das meiste, eine Reinigung, könnte auch nicht schaden. Jetzt sind wir doch tatsächlich mal ans Meer gefahren. Das sind ja wirklich nur 2 Minuten von uns, aber wir hatten die ganze Zeit gar keine Zeit dafür. Oh. Wir sind noch wieder eiskalt drauf reingefallen. Haben uns gedacht, ach komm, hier gehst du was essen, lecker. Ja. Erst um 19 Uhr, das ist in Frankreich so. Das müssen die Deutschen erstmal verstehen, ne? Naja, aber wir haben Snacks bekommen. Immerhin. Ein neuer Morgen und hier ist einfach schon Lachflash. Folgendes. Wir haben ja gestern intelligenterweise die Treppe lackiert, ne? Hier ist die Treppe. Und wir dachten erstmal, das ist am nächsten Tag trocken, aber das war ja eigentlich klar, dass das nicht ist. Aber das eigentliche Ding an der Sache ist jetzt, dass wir gar nicht geguckt haben, ob das Ding hier auf der Luke liegt. Das bedeutet, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Was sagst du dazu? Wir sitzen die Sache einfach aus. Ja, und das liegt sogar auf der Luke. Aber Ein bisschen. nur halb. Wir können ja auch warten, bis es trocken ist. Es- Weiter. Essen haben wir genug, Das ist schwer, das Ding hier, ne? Wasser haben wir auch. Ich weiß nicht, ob wir da rauskommen, jetzt mal im Ernst. Versuch das mal bitte. Das war schon wieder so dumm einfach nur, ne? So unüberlegt. Das kann einfach nur... Ja gut, wir haben auch 1 Million Sachen zu tun, ne?
denkst du halt nicht dran. Dann denkst du halt nicht dran, wieder rauszukommen. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht. Vielleicht ist das der Grund. Versuch's mal, du hast auf jeden Fall mehr Gewalt. Gut zusammen, ja. Oh, Scheiße. Das sieht's. Nein. Nicht, ja, das wird schon gehen, aber. Hätte das komplett draufgelegen, hätten wir jetzt richtig Nee, gelitten dann gehabt. wäre Oh, Mario, wir haben es geschafft. Mein Gott. Es ist übrigens heute der letzte Tag. Morgen früh fahren wir los. Und in 1,5 Wochen oder 2 Wochen fahren wir wieder hier hin. Dann das letzte Mal, bevor wir auswandern. Dann wurde das. Mai ist immer noch der Plan. Ende Mai. Das nächste Mal kommen auch die Katzen mit. Also ich habe gerade mit dem Menschen vom Watermaker gesprochen und der kann uns den 30 Liter die Stunde auch mit Kontrollpanel bauen. Kostet aber das gleiche wie der 60 Liter die Stunde, den ich ja eigentlich haben wollte. Also ich kann für den gleichen Preis weniger Leistung bekommen. Aber gut, Platzangebot ist rar, ne? Also müssen wir gucken, was wir machen. Entweder kriegen wir es hin, die 1,17 Meter unterzubringen, oder wir nehmen die 68 Zentimeter. Boah. Ich habe gerade die Knöpfe aufgemacht. Wir haben einfach 6 Uhr irgendwas, 15 oder so. Oh, mir ist ganz übel, weil wir einfach nach Hause müssen. Ich will nicht, Leute. Boah, es ist grausam. Mario! Wir müssen aufstehen. Und jetzt 12 Stunden wieder nach Deutschland. Hä? Nein. Ich hab nichts gesagt. Schlaf einfach, wir verschlafen einfach. Wir bleiben einfach für immer hier. Für euch geht das ganz schnell. Ich freue mich drauf. So, der Tag der Abschiedsfeier ist da. Aber dann gibt's noch mal einen Abschiedsgruß von uns. Was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht, was wir sagen sollen, aber ihr kriegt doch schon hin. Ganz viel Liebe.